Die Türkei im Jahr 2024. Meine Ausgaben. Nachdem die Preise in der Türkei, aber auch in anderen interessanten Auswanderungsländern für Deutsche, Schweizer und Österreicher die letzten Jahre explosionsartig nach oben gestiegen sind, möchte ich hier einmal für die Türkei meine persönlichen Fixkosten für eine 5-köpfige Familie aufzeigen. Schwerpunktmäßig werden wir auf Strom, Wasser, sprich Energiekosten drauf eingehen, wie aber auch natürlich private Kosten des Lebensunterhaltes, aber auch natürlich sehr interessant für viele die Kosten von privaten Schulen. Ein Video, wo ich detailliert aufzeige, was Lebensmittel in verschiedenen Supermärkten bzw. auch an einem Markt und sogar auch bei einer Fastfood-Kette kostet, kannst du dir natürlich am Ende des Videos das verlinkte Video noch anschauen. Wir wollen mit den Energiekosten einsteigen und das ist in dem Fall jetzt hier der Strom. Ich habe dazu die einzelnen Preise monatlich von Januar bis Juli 2024 aufgeschlüsselt, werde dir die jetzt einmal berichten und dann wirst du feststellen, dass die Preise auch dort stark variieren. Das hängt mit folgenden Gründen zusammen. Da wir im Winter natürlich keine Heizung hier haben, heizen wir mit der Klimaanlage, die natürlich im Sommer auch durch Strom läuft und nicht für die Wärme dann zuständig ist, sondern für die Abkühlung. Und dementsprechend haben wir dort auch Preisschwankungen. Im Januar hatten wir 1545 Tele, dazu der Europreis 47 Euro. Das sind natürlich gezielt, ich habe rückwirkend geschaut, wie war der Wechselkurs zu diesem Zeitpunkt. Im Februar hatten wir ähnlich 1525 Tele, 46 Euro. Im März wurde es ein bisschen weniger, 1160 Euro. Das hat den Grund, weil wir weniger heizen müssen, weil die Temperaturen draußen wieder gestiegen sind. Im April waren wir sogar nur noch bei 790 Tele, umgerechnet 23 Euro. Im Mai 940 Tele waren wir wieder bei 27 Euro. Im Juni allerdings hatten wir dann 860 Tele, was wiederum 24 Euro bedeutet. Und dann explosionsartig mit dem Sommeranfang, mit Juli, hatten wir dann eine Rechnung, Stromrechnung von 2805 Tele, was wiederum 80 Euro waren. Warum das Ganze? Weil ab Juni, Juli die Temperaturen so stark gestiegen sind hier in Alanya, dass wir natürlich die Klimaanlagen in unserem Apartment hier natürlich mehr oder weniger am Laufen haben. Zusammengefasst. Wir haben von Januar bis Juli 2024 281 Euro für Strom ausgegeben, sprich für 7 Monate, was bedeutet im Durchschnitt monatlich für Strom 40 Euro. Kommen wir zum Wasser. Im Wasser hatten wir im Januar 570 Tele, umgerechnet 17 Euro. Im Februar 290 Tele, 9 Euro im Februar. Im März hatten wir 420 Tele, was wiederum 12 Euro war. Im April 435, das waren 13 Euro. Im Mai waren es 478 Tele, umgerechnet 14 Euro. Und im Juni waren es 623 Tele, was bedeutet 18 Euro. Und im Juli wiederum ist es explosionsartig nach oben gestiegen, 850 Tele, umgerechnet 24 Euro Wasser. Warum das Ganze auch hier, diese Preisschwankungen? Weil wir einfach im Winter in der Regel weniger Wasser nutzen als im Sommer. Zusammengefasst, wir haben für 7 Monate, Januar inklusive Juli 2024, 107 Euro ausgegeben, was im Durchschnitt einen Wasserpreis im Monat von 15 Euro macht. Kommen wir jetzt zum Internet. In der Türkei haben wir ein sehr gutes Internet und wir persönlich haben eine 1000er Leitung für unser Festnetzanschluss. Inklusive haben wir ein TV Boo, das bedeutet, wir haben durch unseren Anbieter auch Internetfernsehen. Wir hatten bis vor kurzem einen monatlichen Preis bei einer 1000er Mbit-Leitung von 442 Tele, was umgerechnet ca. 15 Euro sind oder waren. Seit August der neue Vertrag, der dann anläuft,
sind es 960 Tele, was wiederum bedeutet, das sind 27 Euro. Das bedeutet, kurz und einfach gesagt, unser Festnetzanschluss Internet zu Hause kostet uns 27 Euro im Monat. Das ist eine Tausenderleitung. Ich kenne Leute, die haben eine 25er Leitung oder eben vielleicht eine 100er Leitung, die zahlen deutlich weniger. Da wir aber natürlich an das Internet gebunden sind und natürlich auch eine bestmögliche Qualität bieten möchten, nutzen wir das beste Internet. Zusätzlich haben wir 3 Handyverträge. Und diese 3 Handyverträge mit verschiedenen Gigabyte im Monat kosten 19 Euro. Plus wir haben für außerordentliche Aktivitäten, für Aktivitäten am Strand, beziehungsweise auch wenn wir mal für eine Woche oder ein paar Tage mal raus aus Alanya fahren, haben wir immer unser Winnie dabei, so heißt unser mobiler Hotspot. Dort habe ich 300 Gigabyte zur Verfügung jeden Monat und dieser Winnie kostet mich 17 Euro für 300 Gigabyte. Insgesamt sozusagen haben wir feste Kosten, Festnetzanschluss mit TV, also Internetfernsehen, 3 Handyverträge plus ein mobiles Hotspot-Gerät haben wir 63 Euro im Monat. Zusammengefasst haben wir Strom, Wasser und komplett Internetversorgung 120 Euro im Monat. Wir haben aber natürlich, da wir Eigentum haben, keine Mietkosten. Nichtsdestotrotz fallen Kosten an, monatlich, Fixkosten, und das sind die Nebenkosten, was hier als IDAT bezeichnet wird. Das kann natürlich auch stark variieren. Wir haben uns aber in der Gemeinschaft festgelegt, für diesen Zyklus jetzt des einen Jahres die IDAT auf 1850 Tel zu machen, was wiederum grob 50 Euro im Monat sind. Zusammengefasst, unsere festen Kosten im Durchschnitt Strom, Wasser, Internet und die IDAT in dem Fall, das ist immer grob gleich, haben wir 170 Euro im Monat. Wir haben uns vor Jahren einen Neuwagen gekauft, ein türkisches Fahrzeug, und haben dementsprechend natürlich auch hier Folgekosten. In dem Fall Benzinkosten, und wir zahlen ungefähr für den vollen Tank bzw. zweimal im Monat grob gehen wir tanken, kann man sagen zwischen 100 und 120 Euro. Das Thema Versicherung kann stark variieren. Das Thema möchte ich nicht so stark beleuchten, weil aus meiner Erfahrung, die ich hier in Alanya gemacht habe, die meisten Auswanderer, die wir kennengelernt haben, keine türkischen Fahrzeuge fahren, sondern deutsche Fahrzeuge. Das bedeutet, die Versicherungen, Steuern etc. sind eine ganz andere Liga als in der Türkei. Wir persönlich, kann ich aber kurz und knapp sagen, lassen unseren Wagen immer Vollkasko versichern. Es fallen zweimal im Jahr immer für das Halbjahr Steuern an, die aber nicht vergleichbar sind mit den Kosten in Deutschland. Dann geht es jetzt um das Leben. Natürlich müssen Menschen nicht nur Strom und Wasser bezahlen oder auch tanken gehen, sondern sie müssen ja auch essen und trinken gehen, beziehungsweise in dem Fall einkaufen gehen. Und das kann ganz stark variieren. Bist du jemand, der nur auf dem Bazar einkaufen geht oder nur in einem Market, sind die Kosten natürlich ganz anders als jemand, der auch ab und zu, so wie wir, unter anderem auch mal in ein Migros geht oder eben auch zur Metro fährt, um dort natürlich andere Importwaren sich zu besorgen. Dementsprechend können diese Preise ganz stark variieren. Ich persönlich alleine, wenn ich hier auf Minimum leben würde, für mich alleine als Mensch, würde ich wahrscheinlich, weil ich eine extravagante Lebensweise dann fahre, würde ich wahrscheinlich mit 200 bis 300 Euro im Monat zum Essen für mich persönlich, mit auch ab und zu mal draußen essen gehen, sehr gut klarkommen. Wir sind eine 5-köpfige Familie, darunter eigentlich 4 Erwachsene und noch ein Jugendlicher und ein Hund. Ja, Hundekosten hier, Essenskosten, genauso wie wenn du mal zum Tierarzt gehen solltest, sind extrem teuer, die Kosten. Ja. Dementsprechend halte deinen Hund auch gesund, halte dich selber gesund, ganz klar. Und dementsprechend aber die Essensvarianten, die Futtergeschichten für dein Haustier können hier in der Türkei
deutlich teurer sein als in dem Fall jetzt in Deutschland. Dementsprechend grob zusammengefasst, für uns als fünfköpfige Familie plus Hund, Lebenshaltungskosten, einkaufen gehen, ab und zu auch mal draußen essen gehen oder auch was trinken gehen, ganz klar natürlich ein bisschen die Lebensqualität natürlich auch wahren, geben wir so zwischen 1000 bis 1500 Euro im Monat dafür aus. Wenn du Kinder hast und du möchtest deine Kinder auf eine Privatschule schicken, dann können die Kosten das Ganze natürlich nochmal extrem nach oben bringen. Und dementsprechend ist es natürlich gut zu überlegen, ob man das auch wirklich möchte, ob das einen Sinn macht, wenn man vielleicht erstmal das Land neu erkunden möchte, beziehungsweise noch nicht ganz sicher ist, ob man über die nächsten Jahre oder sogar Jahrzehnte hier bleiben möchte. Abgesehen davon natürlich, dass die Aufenthaltsbestimmungen sich die letzten Jahre natürlich auch extrem verschärft haben, muss man das Ganze natürlich gut planen und natürlich auch nicht immer gleich alles auf eine Karte setzen. Zu unserem Teil für das Jahr 2024, 2025 haben wir die Schule gewechselt und sind jetzt auf die Bahçeşehir-Schule gegangen, beziehungsweise geht unser Sohn dann, und dort haben wir dann damals noch einen relativen Frühbucherrabatt gehabt. Das waren 246.000 Tele, zu dem Zeitpunkt des Wechselkurses 7.500 Euro. Geteilt durch 8 Schulmonate, weil wir haben 3 Monate Sommerferien und dazwischen nochmal so grob ein Monat, sprich 8 Monate Schule, was wiederum bedeutet 7.500 geteilt durch 8 waren grob 811 Euro monatlich. Das kann man natürlich auch in Raten bezahlen oder eben auch auf einmal. Der Stand der Preise aktuell jetzt im Juli sind schon wieder ganz andere Preise, und ganz wichtig zu wissen, dass diese Preise von Schule zu Schule variieren. Das bedeutet, nehmt nicht diesen Wert jetzt von mir eingemeißelt. Es kann sein, dass wenn du jetzt auf diese Schule gehst und anfragst für Oberstufe, dass das ein ganz anderer Preis sein wird. Viele fragen mich auch immer wieder: Markus, was zahlst du im Monat für deine Versicherung? Jeder hat die Möglichkeit, eine internationale Versicherung natürlich abzuschließen. Aber wir persönlich sind nur hier in der Türkei quasi versichert mit einer Notfallversicherung bzw. mit der laufenden Ikamet-Versicherung, was absolut nur die Grundlage absichert. Wenn wir zum Arzt gehen, wenn wir irgendwie Vorsorgeuntersuchungen machen sollten oder auch zum Zahnarzt, wie ich es letztes Jahr war, wurzelbehandelte Zähne mir entfernen lassen habe, dann ist das immer auf eigene Kosten. Es ist eine private Leistung. Du kannst dich aber auch wie in Deutschland hier in der Türkei natürlich sehr gut und hochqualifiziert natürlich auch versichern lassen. Das wiederum hat aber auch seinen Preis, aber nicht annähernd einen Preis wie im besten Deutschland aller Zeiten. Zusammengefasst haben wir also mit diesen ganzen Fixkosten, die wir am Anfang des Videos aufgeschlüsselt haben, Lebenshaltungskosten und aber auch Schulkosten, ca. 2.100 Euro, was aber wiederum natürlich auch ein bisschen schwanken kann, manchmal mehr, vielleicht manchmal ein bisschen weniger. Wir sind eine 5-köpfige Familie mit Hund und haben dementsprechend natürlich auch einen gewissen Standard für uns, den wir auch bewahren möchten, und dementsprechend musst du aber das nicht als eingemeißelt sehen und auch nicht irgendwie schockiert sein, oder vielleicht bist du auch begeistert und sagst: wow, mega, das ist ja super gut, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen hier in der Türkei. Aber als Hinweis, ganz, ganz wichtig natürlich, nicht vergessen, wir persönlich leben im Eigentum und haben somit natürlich keine Mietkosten. Die Mietkosten hier speziell in Alanya können sehr hoch sein. Mit 500, 600 Euro für eine 3-4 Zimmerwohnung bist du schon sehr gut dabei. Das wäre schon ein absolutes Minimum, und dementsprechend ist das, was ich jetzt hier gesagt habe, gezielt auf uns quasi zu projizieren und nicht unbedingt auf eine 2-köpfige Familie oder auf eine 3-köpfige, 5-köpfige Familie, die eventuell noch ein Haus oder eine Wohnung mieten muss. Am Ende des Videos angekommen, kannst du jetzt natürlich hier unten kommentieren, und falls du es noch nicht gemacht hast, ganz klar den Daumen nach oben drücken, deine Meinung dalassen, und falls du es noch nicht getan hast, ein kostenloses Abo auch dalassen, damit du einfach kein Video mehr verpasst. Und nicht vergessen, jetzt am Ende des Videos verlinke ich noch das Video von letztens, wo du detaillierte Einkäufe von uns sehen kannst, was wir für wie viel wo gekauft haben. Als kleine Idee für dich. Wenn dir dieser Kanal gefällt, dann
bist du gerne eingeladen, diesen Kanal sogar auch zu teilen mit deinen Freunden, Verwandten, Arbeitskollegen und allen Türkei- und vor allen Dingen Auswanderer-Interessenten. Ich freue mich auf das nächste Video. Dementsprechend alles Gute, bleib gesund und munter. Dein Markus aus Alanya.